Gianna und ich habe ein Prokrastinationsproblem. Und daran will ich jetzt arbeiten. Hi, ich bin Gianna aus der Zukunft und dieses Video habe ich im April aufgenommen. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass dieses Problem für mich immer noch real ist und ein Work in Progress. Und das hier wird jetzt kein Video, wo ich euch zeige, wie ich innerhalb von einer Woche meine Prokrastination überwunden habe, sondern ich nehme euch eher so ein bisschen mit auf meinem Weg und immerhin kann ich euch dadurch jetzt rückblickend sagen, was für mich gut funktioniert hat und was vielleicht eher nicht, aber machen wir erstmal weiter. Nachdem ich inzwischen diverse YouTube-Videos, Self-Help-Books und TED-Talks zu dem Thema konsumiert habe, weiß ich, dass der Hauptgrund für Prokrastination vor allem einer ist: Überforderung. Überforderung kann dann entstehen, wenn man zu viele Dinge hat, die man machen muss oder auch machen möchte. Oder aber auch, wenn man nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll, wenn Dinge ein bisschen beängstigend sind oder wenn man Sachen besonders gut machen will. Hi, Perfektionismus. Auf mich treffen gerade alle dieser Punkte zu. Und deswegen brauchen wir einen Plan. Der Plan, den ich mir damals überlegt hatte, besteht aus 4 Punkten. Schritt 1, alles aufschreiben. Und zwar wirklich alles, einfach um einmal den Kopf leer zu bekommen. Schritt 2, priorisieren. Damit die Liste nicht zu überwältigend wird, überlegt man, was einem wirklich wichtig ist. Schritt 3, Aufgaben aufteilen. Einige Dinge von der Liste sind vielleicht so umfangreich, dass es sinnvoll ist, sie in einzelne Schritte herunterzubrechen. Und schließlich Schritt 4, und das ist wahrscheinlich der wichtigste, anfangen. Um meine Übersicht zu erstellen, habe ich Notion benutzt. Ihr könnt das aber auch mit jedem anderen Programm oder per Hand machen. Am Ende hatte ich dann eine super lange Liste, bei der ich im zweiten Schritt farblich markiert habe, ob die Aufgaben für meine Freelance-Arbeit, für mein eigenes Small Business oder für mich privat sind. Danach habe ich dann noch alle Sachen in 4 unterschiedliche Prioritätsstufen aufgeteilt. Ich habe jetzt hier meine fertige Master-Task-List und mir ist aufgefallen, dass ich vor allem Dinge in Prio 4 geschoben habe, die für mich selber sind. Also wirklich Sachen, wo ich keinen Zeitdruck habe, weil ich kann natürlich meine Fenster putzen, wann immer ich möchte. Und ich fand es so ein bisschen unfair, denen dann Prio 4 zu geben, weil Sachen, die ich für mich und mein Wohlbefinden tue, sind ja auch wichtig, nur eben auf einem anderen Level. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, die Kategorien einfach ein bisschen anders zu benennen. Also meine erste Kategorie, die quasi Prio 1 ist, hat jetzt einfach als Überschrift Involving Others bzw. Deadline Stuff. Und die Sachen, die da drin stehen, sind entweder so, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein müssen, oder es sind eben Sachen, wo andere darauf warten, dass ich irgendwas mache. Ich möchte nicht, dass andere Menschen auf mich warten, auch wenn ich es nicht immer verhindern kann. Meine zweite Kategorie heißt immer noch Prio 2 und da sind Sachen drin, die auch eine Deadline haben zum Beispiel, aber jetzt noch nicht super dringend sind. Also Dinge, wo ich weiß, die müssen jetzt nicht sofort passieren, aber schon in der nächsten Zeit, sag ich mal. Und da sind jetzt so Sachen drin wie Züge buchen oder meinen Balkon aufräumen, einfach weil, ja, die Zugfahrt muss ich irgendwann antreten und wenn ich den Balkon zu lange ignoriere, dann macht das irgendwann keinen Sinn mehr, weil wieder Herbst und Winter ist und ich ihn dann nicht mehr benutze. Und die letzten beiden Kategorien sind so ein bisschen getrennt in alles, was Gianna betrifft. Also es nicht wehtut quasi, wenn sie nicht passieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte neue Stempel für meine Tüten designen, dann ist das was ich gerne machen möchte und was auch cool wäre. Aber wenn das nicht passiert, dann hat das jetzt auch keine drastischen Konsequenzen. Außer, dass ich natürlich auf lange Sicht, wenn ich nichts davon mache, meine Selbstständigkeit irgendwie gefährde. Aber das ist ein anderes Thema. Die letzte Kategorie habe ich dann For Myself genannt. Und das sind Dinge, die ich einfach, ja, privat machen möchte. Also zum Beispiel einen Manga lesen, der hier schon seit Ewigkeiten rumliegt, mal Gouache ausprobieren, wieder Japanisch lernen, Ableger von meinen Pflanzen schneiden. Und ich glaube, ich würde die Sachen jetzt nicht versuchen, von links nach rechts abzuarbeiten, sondern so ein bisschen zu mischen. Also, dass ich quasi sage, ich mache auf jeden Fall was an den Sachen, die ja eine Deadline haben, also time-sensitive sind. Aber auf der anderen Seite erlaube ich mir quasi auch, Dinge einzuplanen, die ich für mich selber mache oder die ich einfach für mein Business gerne machen möchte, weil es mir Spaß macht. Und das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist, dass einige von den Dingen, die da draufstehen, sehr große Aufgaben sind. Also hier steht jetzt zum Beispiel sowas wie Buch schreiben oder Blog editieren und das sind halt Sachen, die ich jetzt nicht an einem Tag erledigen kann. Deswegen nehme ich mir die jetzt nochmal vor und teile die in kleinere Tasks auf und die packe ich dann auf meine Wochentage oder so. Das habe ich dann direkt auch mal für eine der großen Aufgaben gemacht, nämlich den Schnitt des letzten Vlogs, den ihr gesehen habt. Das hat für den Moment auch ganz gut funktioniert, aber rückblickend würde ich jetzt sagen, dass ich nicht unbedingt ein Mensch bin, der gut mit To-Do-Listen arbeitet.
Die wichtigen Dinge erledige ich einfach so oder so, je dringender sie sind. Und für die mehr persönlichen Sachen ist es für mich sinnvoller, die nicht als etwas zu betrachten, was ich machen muss, sondern mehr als eine Liste von Ideen, auf die ich bei Bedarf zurückgreifen kann. Das hier ist übrigens der aktuelle Stand dieser Liste. Wie ihr sehen könnt, sind hauptsächlich Dinge aus den ersten beiden Kategorien abgehakt, aber ich habe natürlich auch außerhalb dieser Liste viele Sachen getan, die ich aber gar nicht erst aufgeschrieben hatte. Das Aufschreiben an sich von allem, was mir irgendwo noch im Hinterkopf rumgeschwirrt ist, hat aber wirklich geholfen und nach hat sich dann für mich mehr und mehr herauskristallisiert, was von diesen ganzen Sachen ich eigentlich wirklich machen möchte und was vielleicht auch einfach nur eine nette Idee bleibt. So langsam habe ich das Gefühl, wir packen in jedem Vlog irgendwelche Pakete zusammen aus. Und irgendwie finde ich das ganz cool. Ich liebe es nämlich, Post zu bekommen und Post zu verschicken. Das Auspacken dieser beiden Pakete hier steht tatsächlich auf meiner To-Do-Liste. Die sind nämlich von Elgato und ich habe mich mega gefreut, als sie auf mich zugekommen sind, um mich zu fragen, ob ich ihre neue Produktlinie austesten würde. Aber wir gucken erstmal, was drin ist. Ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen gewundert, als sie mich angeschrieben haben. Einfach weil ich ja jetzt keine Streamerin bin. Nevermind, inzwischen streame ich tatsächlich auch auf Twitch. Also falls ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Aber sie haben jetzt gerade eine neue Reihe rausgebracht und dazu gehören auch die Sachen, die sie mir jetzt geschickt haben. Und ich durfte mir Sachen aus dieser Reihe aussuchen und ich habe mich zweimal für dieses Keylight hier entschieden. Das ist einfach ein kleines Licht und das kommt mit so einer Halterung, damit man das an den Monitor anbringen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, das jetzt gleich ausprobieren zu können. Und die Idee ist jetzt, dass ich das tatsächlich einfach so an meinem Monitor anbringen kann. Aber falls das nicht gehen sollte, haben sie mir auch noch so einen Ständer mitgeschickt, wo ich die Keylights dann drauf montieren könnte. Aber ich würde sagen, wir probieren es erstmal auf dem Monitor. Okay, das Anbringen auf dem Monitor funktioniert bei mir nicht so super, weil ich einen Curved-Monitor habe. Das heißt, es kann sich da nicht so richtig ranklammern. Es hält trotzdem, also ich habe jetzt keine Angst, dass es runterfällt, aber es sieht halt nicht so ganz so schön aus. Ich werde es trotzdem jetzt erstmal anmachen. Oh, okay. Nice. Damn, ist das hell. Hey, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich habe jetzt mal ganz kurz meine Streaming-Software hier aufgemacht. So sieht mein Bild jetzt aus, einfach mit normalem Tageslicht hier vom Fenster. Jetzt mache ich mal die Lampen an. Die sind extrem flattering, gerade wenn man 2 hat. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass 1 auch fast schon reicht. Außerdem habe ich noch dieses super süße Stream Deck hier zugeschickt bekommen. Und ich muss noch lernen, wie das funktioniert, aber prinzipiell ist das halt an meinen Rechner angeschlossen und ich kann diese Tasten hier belegen, wie ich möchte. Also ich kann hier zum Beispiel auch Shortcuts für mein Schnittprogramm draufpacken oder für Photoshop. Und ich will mir unbedingt eigene Icons dafür designen, damit es richtig süß aussieht. Da muss ich mich aber noch so ein bisschen reinfinden, wie das funktioniert und ich gebe euch ein Update, wenn ich dazu mehr weiß. Ich benutze die Keylights tatsächlich immer noch sehr gerne und auf dem Stream Deck habe ich inzwischen Shortcuts eingerichtet für Programme, die ich häufig nutze. Also an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an Elgato. Ich werde jetzt gerne so tun, als wäre ich gestern noch richtig produktiv gewesen und hätte das Video zu Ende geschnitten und abgeloadet und alles ist fertig. Aber das ist nicht passiert, weil ich prokrastiniert habe. To be fair, es ging mir auch nicht so super gut. Ich war sehr müde, ich bin immer noch erkältet. Aber ich habe seit langem mal wieder Yoga gemacht für 30 Minuten. Und das stand auch auf meiner To-Do-Liste. Von daher, es ist okay. Es ist okay. Szenenwechsel. Ich habe mir aber jetzt fest vorgenommen, dass ich das Video morgen hochladen werde. Dementsprechend müssen wir heute fertig werden. Aber ich möchte gerne das Tageslicht noch nutzen, weil zum einen möchte ich gerne ein bisschen was zeichnen. Ich habe nämlich super lange nichts mehr gezeichnet, was auch einfach nur für mich war. Und ich habe eine Skizze in meinem Skizzenbuch, die ich endlich mal fertig machen möchte. Plus daraus wollte ich dann ein Reel machen. Und ich filme parallel noch an einem anderen Video, was sich über mehrere Monate hinzieht. Und da muss ich heute auch dringend mal weitermachen. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt nicht länger, sondern ich fange endlich an. Die Skizze hier sollte die erste in einer kleinen Reihe aus cuten Girls mit verschiedenen Kleidungsstilen sein und der hier sollte in die Richtung K-Pop gehen. Mittlerweile benutze ich nur noch sehr selten schwarze Outlines und deshalb erinnert mich diese Zeichnung irgendwie sehr daran, wie ich noch vor einigen Jahren gezeichnet habe.
Ich habe hier übrigens auch die Keylights zum Ausleuchten der Szene wieder benutzt und das Reel zu der Zeichnung ist tatsächlich auch inzwischen bei Instagram online, also falls ihr mir da noch nicht folgt, dann schaut da gerne mal vorbei. Es hat jetzt aber auch wesentlich länger gedauert, als ich dachte. Und warum das jetzt so lange gedauert hat, war zum einen, weil ich gefilmt habe. Dadurch dauert alles immer länger. Zum anderen lag es aber auch daran, dass ich total aus der Übung bin, was traditionelles Zeichnen angeht. Also ich habe so lange nichts mehr in diesem Stil gemacht, dass es... Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wie lange es her ist. Und dadurch, dass ich einfach so wenig Übung habe, prokrastiniere ich tatsächlich auch, während ich zeichne. Also ich schiebe zum Beispiel Stellen, die schwierig sind, weiter nach hinten, damit ich mich noch nicht darum kümmern muss, weil ich erst noch ein bisschen üben will, beim Lineart zum Beispiel. Oder ich mache dann sehr viele Pausen zwischendurch oder probiere erst nochmal auf einem anderen Blatt aus, was ich eigentlich vorhabe. Das ist eigentlich so schade, weil das hier ist ein Skizzenbuch und das muss jetzt keine perfekte Zeichnung werden, aber trotzdem mache ich mir da irgendwie so viel Stress mit. Und im Endeffekt ist es eine gute Zeichnung, ich bin zufrieden damit und ich habe gar keinen Grund, mir da so viel Stress zu machen. Und ich glaube, was mir das zeigt, ist einfach, dass ich mehr zeichnen muss. Und das ist eine gute Sache. Okay, ich glaube, ich werde das Reel jetzt auch direkt schneiden und hochladen, einfach weil ich jetzt nicht noch ein angefangenes Projekt haben möchte. Und ich habe auch gelernt, dass es oft hilft, so kleine Projekte in einem Rutsch fertig zu machen, einfach weil ich dann keine Möglichkeit habe, das komplett zu zerdenken. Okay, das mache ich jetzt. Anfangen! Ah! Ich habe das Reel dann wirklich an dem Abend noch geschnitten und dann an einer Commission für Hiro von Einfach Japanisch weitergezeichnet. Er brauchte nämlich ein neues Design für seine Shikishi und da aktuell das Jahr des Drachen ist und er auch im Jahr des Drachen geboren wurde, hat sich das als Motiv natürlich gut angeboten. Hier ziehe ich gerade die Outlines und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, die immer in Rot zu machen, unabhängig davon, was für eine Farbgebung das Bild später bekommen soll. Fragt mich nicht warum, ich schätze, ich mag die Farbe einfach gerne. Es ist Sonntag. Und ich sag mal, ich habe es zumindest geschafft, die Commission fertig zu bekommen und ich habe den Vlog hochgeladen, aber ich habe es nicht gefilmt. Der Grund, warum ich es nicht gefilmt habe, ist, dass es immer länger dauert, wenn man Sachen filmt. Und ich wollte beides vor Freitag fertig haben, denn ich war die letzten beiden Tage in Berlin. Die liebe Shania hat mich nämlich zu ihrer Ausstellung eingeladen, die sie zusammen mit Jette, Gesa und Sally organisiert hat. Und ich war zusammen mit meiner Freundin Maida, die kennt ihr vielleicht noch aus meinem Leipzig-Vlog. Wir haben uns in Berlin getroffen und sind dann zusammen zur Ausstellung gegangen. Und es war richtig, richtig cool. Also die vier haben das echt super organisiert. Die Räumlichkeiten waren echt schön und ich verfolge Shania jetzt schon eine ganze Weile. Und sie einfach mal in echt zu treffen und mit ihr zu reden, war echt nice. Und die Kunst, die man sonst nur im Internet sieht, mal in echt zu sehen, war echt was Besonderes. Zum einen, weil man einfach die Möglichkeit hat, richtig nah ranzugehen ans Bild und so die einzelnen Pinselstriche nachzuverfolgen. Und zum anderen, weil man auch oft gar nicht so richtig begreift, wie groß diese Bilder eigentlich sind, die sie malt. Ich fand es auf jeden Fall echt inspirierend, vor allem, weil ich auch coole neue Menschen kennengelernt habe und ich habe jetzt echt das Bedürfnis, mehr zu malen, also wirklich mehr traditionell zu malen. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Shania und die anderen Mädels noch nicht kennt, ich habe sie euch unten in der Infobox verlinkt. Und ich muss sagen, ich fände es echt cool, wenn es mehr solcher Ausstellungen oder Events gäbe, wo man sich einfach so ein bisschen mit Creatoren und anderen kreativen Menschen austauschen kann. Und Shania, falls du das hier siehst, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut. Am nächsten Tag habe ich mich dann mit Mai in einen Park gesetzt und eigentlich wollten wir vor allem ihre Mikrofone testen, aber wir haben dann auch so ein bisschen über Prokrastination geredet. Mai hat ein paar sehr, sehr interessante Sachen gesagt und deswegen gibt es jetzt an der Stelle eine kleine Unterbrechung für einen Talk von Mai und mir zum Thema Prokrastination. I hope you enjoy. Hast du so Probleme mit Prokrastination? Ja, ich habe. Bei mir ist das Problem mit Prokrastination, dass ich eine Videospielsucht habe. Also eine Valorant-Sucht. Und dann game ich lieber, als dass ich irgendwas anderes mache. Das ist so Instant-Dopamin, ne? Ja. Und wenn du halt irgendwie so an deinen Sachen arbeiten willst, dann ist es mehr so, du musst dich erstmal überwinden, das zu machen. Bei Gaming musst du dich nicht überwinden, sondern du weißt so, du kannst halt einfach so zack deinen Dopamin-Kick kriegen. Ist genauso wie Doomscrolling. Genau. Nur das Doomscrolling, da mache ich nichts aktiv. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas aktiv machen. Oh. Wow. Oh mein Gott. Das Gefühl, Doomscrolling habe ich sehr überwunden, weil ich gemerkt habe, also früher, oh mein Gott, als ich noch so Facebook hatte auf meinem Handy, da habe ich Doomscrolling actually gemacht. Facebook? Ja, das war, als ich so, da hatte ich gerade neu Facebook. Und dann habe ich mir so angeschaut, was da so alles ist. Wann war das? 2018.
Dann habe ich dann so angefangen, immer so zu schauen, was meine Familie macht. Und dann drücke ich so auf ein Video und dann so, oh, meistens sind es diese Dodo-Videos, wo so Leute so Bienen retten und sowas. Dann habe ich da auch tatsächlich so stundenlang dran dann auch gesessen. Aber Doomscrolling mag ich überhaupt nicht. Also wenn man morgens so aufsteht und man muss so nirgendwo hin, dann vielleicht so eine halbe Stunde. Aber ich merke schnell, dass ich so bin, so, ich will das nicht. Ich finde, das Handy ist der größte Feind. Aber wie bist du dann davon weggekommen? Ich nenne immer mein Handy. Wenn ich es merke, dann schmeiße ich es einfach aufs Bett. Echt? Ja, und dann gehe ich. Gut. Nee, ich schmeiß aufs Bett und dann gehe ich. Und dann denke ich mir so, okay, ich mache jetzt irgendwas anderes. Und meistens stehe ich dann auf und mach mir was zu essen und sowas. Und ich versuche, mein Handy so weit wie möglich weg von mir zu tun. Das heißt, wenn ich dann so Essen mache oder aufs Klo gehe, dann nehme ich nicht mein Handy mit, sondern das liegt dann immer noch so auf meinem Bett. Was machst du, wenn du gerade nicht dein Bett in der Nähe hast? Wo schmeißt du dein Handy dann hin? Ich nehme es dann und lege es einfach so ein bisschen weiter. Also nicht so vorn, sondern ein bisschen weiter. Oder wenn ich zum Beispiel essen möchte und nicht auf mein Handy gucken möchte, dann lege ich so auf den Stuhl, weil das ist so meine. Oder ich setze mich drauf. Du setzt dich Ich drauf? setze mich drauf. Wenn ich nicht so viel Platz habe. Ich habe mir so einen Analogwecker geholt, so eine Uhr, und dann möchte ich mich statt von meinem Handy von der Uhr wecken lassen. Und mein Handy tue ich dann irgendwie so auf den Tisch oder so. Oh, das ist voll gut. Ich habe auch gemerkt, ich habe jetzt eine Apple Watch und die weckt mich auch auf. Ich habe halt auch so ein bisschen den Vorteil dadurch, ich kriege zwar Benachrichtigungen da drauf, aber ich kann ja nicht dann von der Benachrichtigung auf Instagram gehen oder so ja, und dann ja. scrollen, sondern ich sehe nur die Benachrichtigung und ich sehe dann sofort, okay, ist es wichtig, muss ich jetzt antworten oder nicht. Aber jedenfalls weckt die mich halt auch auf und dann brauche ich halt auch mein Handy nicht mehr neben dem direkt so am Kopfkissen zu haben. Ich habe das jetzt auch dann meistens auf dem Schreibtisch liegen. Aber ja, wie gesagt, dann gehe ich an den PC und dann sehe ich so Valorant. Und so, oh. Ja, PC ist echt eine krasse Ablenkung irgendwie. Ich hatte ja auch gestern mit Shania darüber geredet, dass es halt so ist, dass ich immer meinen riesigen Bildschirm vor mir habe, während ich zeichne. Und das ist halt echt schwierig, dann so konzentriert zu bleiben, wenn der auch noch an ist, weil ich habe meinen PC auch noch ständig an. Vielleicht wäre es voll gut, wenn ich mir irgendwie so also zum Zeichnen zumindest, irgendwie einen Platz einfach, wenn ich so einen Platz hätte, wo ich einfach keine Ablenkung habe. Also wo ich kein Handy habe, wo ich kein PC habe, sondern wo ich nur mein iPad habe. Und auf dem iPad, finde ich, ist es nicht so das Problem, weil wenn ich auf dem iPad bin und zeichne, dann fange ich nicht an, irgendwie die App zu wechseln oder so. Okay. Gibt es irgendwas, was du besonders viel prokrastinierst? Also irgendwie, keine Ahnung, Dinge, die du nicht gerne machst, oder ist dir irgendwie so aufgefallen, ob es irgendwas Bestimmtes gibt? Bürokratiesachen. Aber ich meine, das mache ich generell ungern. Ich glaube, das hat nichts mit dem. Also. Aber ich mache ich schon so. Ich nehme so den Brief, den ich bekomme, und tu mir das woanders hin. Sonst halt, ich glaube, nee, eigentlich Kunst. Kunst? Ja, doch. Das ist so. Weil ich glaube, Prokrastinieren ist ja, man möchte es machen oder man muss es machen und dann macht man es nicht. Und weißt du irgendwie, warum du prokrastinierst? Also ist es irgendwie, weil du zu viel Druck hast oder so, dass du irgendwie denkst, oh mein Gott, das muss jetzt ein richtig gutes Bild werden? Oder? Ja. Ja? Ja. Ich glaube, es liegt doch daran, dass ab einem gewissen Punkt hat man so viel kreiert, dass man so voll viele Favoriten hat. Und man hat so Angst, wenn das nächste Bild nicht genauso gut wird wie das, was man davor gemacht hat, dann ist es so für nichts gewesen. Und dann fange ich irgendwie erst gar nicht an. Aber also gut in deinen Augen oder gut im Sinne von, dass es gut ankommt? Ich glaube, gut ankommen. Eigentlich mag ich meistens die Sachen, die ich mache, tatsächlich. Das ist gut. Also manchmal denke ich mir so, ich habe das Gefühl, ich möchte, dass einfach irgendjemand mich dazu zwingt. Echt? Ja. Muss jemand so hinter dir stehen, so, du musst jetzt zeichnen, los, zeichne Ja, genau, jetzt. genau. Los, setz dich jetzt an deinen Schreibtisch. Wenn das nicht so ist, dann kommt irgendwie dieser Druck von mir selbst irgendwie nicht. Weil ich so bin so, ja, ich habe ja noch keine Zeit. Ja, es geht mir auch voll oft so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ich bin zu lasch mit mir selbst. Ja. So auch so ein bisschen in die Richtung, ich habe einfach nicht genug Disziplin oder keine Ahnung, ich erlaube mir zu viel, dass ich halt denke so, ja okay, heute geht's mir nicht so gut, ich habe schlecht geschlafen, ich kann es auch morgen machen. Genau. Und ich weiß halt nicht, ob das auch irgendwie davon kommt, dass ich so auf Social Media oft den Eindruck bekomme, dass alle Leute so immer so voll am Durchziehen sind, weißt du? Und so jeden Tag so ihre 8 bis 10 Stunden arbeiten und ich sitze dann halt manchmal da und krieg halt am Tag so fast gar nichts auf die Reihe. Ja. Und dass mir das dann halt auch so das Gefühl gibt, okay, ich mache zu wenig, aber auf der anderen Seite sollte man ja auch so ein bisschen auf sich aufpassen und halt gucken, okay, wenn es mir jetzt wirklich gerade nicht gut geht, dann sollte ich halt vielleicht eine Pause machen. Ja. Weißt du?
Also manchmal frage ich mich, ob es dann auch eine gute Idee wäre, dass man so sagt, so man fühlt sich nicht gut oder man fühlt sich so gerade nicht so nach Zeichnen. Ob man es dann anfängt, um zu schauen, ob es so läuft oder nicht. Ja, das stimmt. Weil das ist immer so, dass dann so denkt, dass man sich gerade nicht danach fühlt, dann fängt man erst gerade nicht an. Und dann kann man so gar nicht so the waters testen, weißt du? Also, was ich so rückblickend gemerkt habe, auch wenn ich dann halt keinen Bock habe, wenn ich mich hinsetzen muss, dann funktioniert es auch meistens irgendwie. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, das ist eine ganz, ganz schlechte Angewohnheit von mir, weil ich habe irgendwie gelernt, dass es immer funktioniert, wenn ich Sachen auf den letzten Drücker mache. Oh, ja. So in der Schule, Hausarbeiten, Hausaufgaben, keine Ahnung, ich habe es auf den letzten Drücker gemacht, ich habe trotzdem eine gute Note bekommen. Ich habe meine Bachelorarbeit richtig krass auf den letzten Drücker gemacht mit so Nachtschichten davor und ich habe wirklich um Punkt 12 war Abgabe und um Punkt 12 stand ich in diesem Studienbüro und habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Oh. Und ich habe eine 1 bekommen. So. Mein Monkey Brain hat halt gelernt, so, oh hey, wenn du genug Zeitdruck hast, dann kannst du richtig produktiv arbeiten. Was wäre dein Fazit? Was würdest du sagen? So 3 Tipps gegen Prokrastination. Ablenkung eliminieren, also wirklich so sich komplett abschotten. Weil die Versuchung ist zu groß und der Wille ist zu schwach. Vielleicht auch Ziele setzen. Ich weiß, es ist immer so richtig typisch, dass man sagt so, Ziele setzen. Ja. Aber es ist so, man braucht irgendeine eine Motivation, Inspiration, irgendwo, wo man sich hinarbeiten kann, damit man überhaupt Lust hat, das zu machen. 3 Tipps. Handy wegschmeißen. Handy wegschmeißen macht wirklich Spaß. Da kann man so sein ganz liebe alte Energie. Ja. Einmal so das Handy. So. Und Handy in Bett. Wenn ihr eins mitnehmt, dann das. Aber nur aufs Bett. Und auch nur so, nicht zu fest, sonst bounce es so. Und dann bounce es vielleicht auf den Boden. Und das wollen wir nicht. So backen. Ja, ich Ja. glaube. Wir müssen los. Danke für deinen Input. Peace. Um das Thema Prokrastination jetzt abzuschließen, brauche ich noch einmal eure Hilfe. Und zwar habe ich morgen eine Deadline für eine Coverillustration für mein nächstes Buch und aktuell habe ich nicht mal die Skizze fertig. Deswegen müsst ihr mich jetzt accountable halten, dass ich diese Illustration fertig mache, weil es ist jetzt langsam wirklich dringend. Ich fühle mich sehr schlecht, aber ich möchte, dass das Covermotiv sehr schön wird. Und ich mache mir da sehr viel Druck. Okay, ich höre jetzt auf zu reden. Hier ist mein Arbeitsplatz und da setze ich mich jetzt hin. Und jetzt wird gearbeitet. Let's go! Ich bin fertig! Es ist der nächste Tag und seit heute Vormittag ist die Illustration beim Verlag, also ich habe es rechtzeitig geschafft. Und ich muss sagen, ich finde sie echt cute. Ihr seht sie jetzt wahrscheinlich schon im Hintergrund, aber ich blende sie euch hier nochmal ein, damit ihr sie richtig sehen könnt. Und ich habe auch direkt mal versucht, sie in das Cover einzubauen, was der Verlag mir geschickt hat. Und ich finde, es passt eigentlich echt gut. Tatsächlich sind heute auch schon die Signierkarten für Hero angekommen. Und da muss ich sagen, es ist super ungewohnt, eine Zeichnung von mir mit schwarzen Outlines zu sehen. Aber ich habe mich für schwarze Outlines entschieden, weil er eben auch mit schwarzem Stift drauf schreiben wird. Und ich glaube, dann sieht es ein bisschen harmonischer aus, wenn man im Motiv auch nochmal schwarz hat. Die Karten wird es kostenlos an unserem Stand auf der Fantasy Basel geben. Als Fazit von dieser Woche kann ich, glaube ich, sagen, dass ich auf jeden Fall es ganz gut geschafft habe, meine wichtigen Aufgaben zu erledigen, auch wenn mein Time-Management und meine Vlog-Skills noch ausbaufähig sind. Ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr mich begleitet habt diese Woche. Abschließend jetzt auch nochmal ein Fazit von mir aus der Gegenwart. Ich glaube, das Thema Prokrastination ist nichts, was man innerhalb von einer Woche irgendwie abschließen kann, sondern was mich zumindest noch auf sehr, sehr lange Zeit begleiten wird. Das Ganze ist auf jeden Fall ein längerer Prozess und ich habe euch in der Infobox nochmal ein paar Videos zu dem Thema verlinkt, die ich sehr, sehr interessant fand. Also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr noch mehr in das Thema einsteigen wollt. Falls ihr stattdessen lieber ein Video sehen möchtet, was ich vor 3 Jahren angefangen habe zu filmen, dann abonniert gerne meinen Kanal, denn nächste Woche kommt ein Room Makeover online, falls ich nicht zu viel prokrastiniere. Bye bye! Peace!